Es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum man sich ein Schweißgerät kaufen will. Und gerade wenn es besonders günstig sein soll, aber viel Möglichkeiten bieten soll, dann ist der Markt dann natürlich sehr, sehr dünn. Ich habe hier zwei Geräte, die habe ich beide auf meinem Kanal schon vorgestellt und die werden wir miteinander vergleichen. Das ist einmal das neue Parkside Multischweißgerät. Das ist seit Sommer auf dem Markt und auf der anderen Seite das MEW 161 Syn von Weldinger. Ist auch ein Mic-Mac-Schweißgerät, bietet auch eine Menge Möglichkeiten. Beide Geräte kosten nur schlanke 199 Euro. Beide Geräte bieten dafür wirklich eine Menge und das gucken wir uns in diesem Video ganz, ganz genau an. Dabei haben beide Geräte eine Besonderheit in der Preisklasse. Das ist das abnehmbare Schlauchpaket, der sogenannte Euro-Zentralanschluss. Das heißt, ich kann hier jedes handelsübliche Mic-Mac-Schlauchpaket anschließen, wenn ich ein längeres habe, wenn das alte Schlauchpaket kaputt ist und oder aus Platzgründen. Da gibt es so viele Gründe und das bietet sonst kaum einer in der Preisklasse. Gleichzeitig kann ich beide Geräte an der Front umpolen. Das ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel auch mal Fülldraht ohne Gas schweißt, plus ist für Mac-Schweißen, Minuspol ist für Fülldrahtschweißen ohne Gas. Der größte Unterschied bei den beiden Geräten liegt jetzt bei den Einstellungen. Ich habe hier das PMSG 200A2 und da habe ich die verschiedensten Programme, die ich auswählen kann. Das heißt, ich habe ein WIG-Programm, ich habe ein Elektrodenprogramm, ich habe ein Aluminiumprogramm, ein MIG-Programm, ein Mac-Programm und ein Fülldrahtschweißprogramm. Also ich habe hier wirklich eine Menge an Auswahl. Zusätzlich kann ich das Ganze im Voltbereich und Amperebereich alles anpassen, so wie ich das haben möchte. Ich habe einen Automatikmodus, da gibt mir das Gerät weitestgehend alles vor und ich kann es wirklich jedes einzelne Programm manuell einstellen. Das Weldinger Gerät, das MEW 161 Syn, ist da viel einfacher aufgebaut. Das geht auf so eine Einknopfbedienung zurück. Das heißt, ich wähle im Prinzip unten nur aus, was ich machen will. Elektrodenschweißen, Mac-Schweißen mit CO2, Mac-Schweißen mit Mischgas, Fülldrahtschweißen oder die einfache WIG-Schweißfunktion. Das sind hier die Programme. Und wenn ich das Programm ausgewählt habe, dann brauche ich im Prinzip nur die Leistung angeben und dann schweißt das Gerät. Der obere Drehregler dient nur dazu, dass ich den Prozess etwas anpassen kann. Das Lidl Multischweißgerät bietet in der kleinsten Einstellung 50 Ampere, das Weldinger Gerät bietet 40 Ampere und beide Geräte haben 160 Ampere maximale Leistung beim Mac-Schweißen. 160 Ampere hört sich oft sehr wenig an, ist aber wirklich für die meisten Arbeiten im Hausgebrauch mehr als ausreichend. Bei beiden Geräten ist eine vergleichbare 2-Rollen-Drahtvorschubeinheit verbaut und das reicht für die Geräte auch vollkommen aus. Ich habe hier nie Probleme gehabt, dass der Draht irgendwo nicht kontinuierlich gefördert wurde beim Schweißen. Ich kann an den Geräten eine D100 oder eine D200, also diese klassischen 1 oder 5 Kilo Rollen, verbauen. Bei den Schlauchpaketen und Kabeln hat Weldinger eindeutig die Nase vorne. Der Unterschied ist aber nicht so gravierend, wie man denkt, wenn man sich das Ganze durchliest. Ich habe da auch erst so ein bisschen gestaunt. Das heißt, Parkside gibt nicht die komplette Schlauchpaketlänge an, Parkside gibt die Kabellänge an. Ist eigentlich sehr unüblich, macht eigentlich sonst kein Hersteller. Alle Hersteller geben eigentlich die komplette Schlauchpaketlänge an. Und so sieht man gerade beim Schlauchpaket, Weldinger 3 Meter Schlauchpaket, das Parkside-Gerät hat ein Schlauchpaket von 2600 mm, also 2,6 Meter. Da wird aber nur die reine Kabellänge angegeben und das sind 2 Meter. Wir haben hier ein Mic-Mac-Schlauchpaket, wie gesagt Kabellänge 2 Meter. Wir haben ein Massekabel mit einer ganz einfachen Masseklemme. 2 Meter Kabellänge, also so 2300 lang ungefähr, 2,3 Meter. Wir haben ein Elektrodenkabel, wir haben diesen komischen Handschirm dabei. Das heißt, hier kann man auch vernünftig mit dem Gerät Elektrode schweißen. Es sind sogar 5 Elektroden im Lieferumfang enthalten. An Schweißzusatz ist eine 200 Gramm Rolle, sind wirklich nur 200 Gramm Fülldraht und 200 Gramm Aluminium-Schweißdraht im Lieferumfang enthalten. Auf der Rückseite hat das Gerät einen Gasanschluss, das ist eine ganz einfache Gastülle, diesen Schnellanschluss habe ich mir da dran gebaut. Das Weldinger MEW 161 hat ein 3 Meter Mic-Mac-Schlauchpaket. Ich würde sagen, von der Qualität her, die Schlauchpakete sind vergleichbar. Hat ein 3 Meter Massekabel mit einer vernünftigen, soliden Masseklemme.
Bietet ein Elektrodenkabel, das ist auch 3 Meter lang mit einem vernünftigen Elektrodenhalter. Und wir haben zusätzlich, was das Lidl-Gerät in der Form nicht hat, einen Gasschlauch im Lieferumfang mit einer Schnellkupplung. Hier diese zweite Schnellkupplung für den Druckminderer, die habe ich mir da dran gebaut. Normal kann man die direkt an den Druckminderer anschließen. Wir haben eine 1 Kilo Rolle 0,8 Massivdraht, also SG2-Draht. Auf der Rückseite ist hier eine Schnellkupplung verbaut, das heißt, ich kann den Gasanschluss hier innerhalb von Sekunden herstellen. Die andere Seite des Schlauches kann ich dann an den Druckminderer anschrauben. Aber fangen wir einfach mal an zu schweißen. Und dann nehmen wir als erstes das Fluxprogramm, also das Fülldrahtschweißen. Ich habe mir ein paar Materialien besorgt. Das sind 0,8 mm Blechstücke. Die werde ich schweißen als Dünnblechversuch. Das hatten sich viele gewünscht. Dann habe ich hier ein 6 mm Blech. Da schweißen wir einfach ein 2 mm Vierkantrohr drauf. Das erste, was man bei jedem Gerät natürlich immer macht, ist wirklich, dass man so eine kleine Testnaht zieht. Ich habe hier bei dem MEW 161 Syn im Prinzip auf 160 Ampere gestellt. Ich habe das Gerät auf Minus gerüstet. Ich habe den 0,8 mm Fülldraht gerüstet. Beide Geräte sind für 0,8 mm Zusätze optimiert und die sollte man da auch wirklich verwenden. Das werden wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Und dann kann ich problemlos mit dem Gerät Fülldraht schweißen. Fülldrahtschweißen ohne Gas ist natürlich immer so eine kontroverse Sache. Auf der einen Seite macht es viel Dreck, aber heutzutage viel weniger Spritzer als früher. Man sieht das, die Naht ist im Prinzip sauber, aber man muss die Naht halt immer bürsten. Riesenvorteil ist halt die einfache Handhabung auf der einen Seite und die andere Seite ist halt, dass man wirklich keine teure Gasflasche braucht. Das ist gerade für Gelegenheitsschweißer, man kauft sich so ein Gerät und dann kann man damit loslegen. Das Gerät lässt sich auch extrem einfach einstellen. Was man natürlich sagen muss, das Gerät geht beim Fülldrahtschweißen auch nur bis auf 50 Ampere runter. Man kann also nur beim normalen Max-Schweißen mit Schutzgas oder mit CO2 bis auf 40 Ampere runter regulieren. Das dickere Material hat man eben gesehen, eine wunderschöne Fülldrahtnaht, da kann man wirklich nicht meckern. Wenn das Ganze so ein bisschen dünner wird, dann ist das Gerät wirklich so ein bisschen... Ja, es funktioniert, aber ich bin nicht so hundertprozentig begeistert. Können wir gleich beim Lidl-Gerät uns auch nochmal angucken. Da gibt es auf jeden Fall andere Geräte, auch Fülldrahtschweißgeräte, die dünnes Material da deutlich besser verschweißen. Also es funktioniert, keine Frage, aber es gibt Geräte, die können das deutlich besser. Der ganz große Vorteil bei dem Weldinger Gerät ist, dass man das so einfach einstellen kann. Hier muss ich das Automatikprogramm nutzen, das funktioniert nur so mittelmäßig. Ich habe für mich individuelle Einstellungen, die Möglichkeit habe ich bei dem Gerät, das ist das Schöne. Und dann kann ich das Gerät wirklich individuell einstellen. Und dann gerade in diesem Fülldrahtbereich schweißt das Gerät wirklich göttlich. Muss man ganz klar sagen, gerade ein bisschen stärkeres Material. Was der ganz große Nachteil ist bei dem Gerät, es verschweißt kein 0,6 mm Draht. Der Drahtvorschub ist automatisiert und der funktioniert wirklich nur vernünftig bei 0,8er oder 0,9er oder auch 1 mm Fülldraht. Bei 0,6 mm Fülldraht funktioniert das wirklich sehr schlecht. Ich habe es ausprobiert. Ich habe eben meine Tabelle da in der Hand gehabt. Da habe ich auch Werte für 0,6 mm Fülldraht draufgebracht für alle, die es doch mal schweißen wollen. Aber wie gesagt, empfehlen kann man hier den 0,8 mm Fülldraht. Damit kriegt man wirklich, wie man hier sieht, göttliche Ergebnisse. Aber auch hier muss ich sagen, bei 0,8 mm Blech kann man schweißen mit 0,8 mm Fülldraht. Aber es funktioniert wirklich nicht so gut wie bei anderen Geräten. Es gibt da wirklich Geräte, die es wirklich deutlich besser hinkriegen. Wenn man so dieses neue Fülldrahtschweißgerät von Weldinger nimmt, das ME 130 Mini, das kriegt es deutlich besser hin. Ja, und dann gibt es auch andere Geräte. Selbst das Parkside Fülldrahtschweißgerät kriegt es deutlich besser hin als die beiden Kandidaten. Mit dem Lidl Multischweißgerät würde ich sagen, Fülldrahtschweißen hat es ganz klar die Nase vorne, aber diesen Dünnblechbereich, das kriegen beide Geräte nur so mittelmäßig hin. Es wird auch reichen, um kleinere Stellen an einem Kfz zu schweißen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, wirklich, es gibt kein Gerät, das das besser kann. Dafür sind die Geräte sehr günstig, dafür bieten die Geräte sonst mehr Möglichkeiten und die gucken wir uns jetzt natürlich an. Max-Schweißen mit Schutzgas ist, denke ich mal, so die Anwendung. Dafür sind die beiden Geräte konzipiert und das machen wir natürlich auch. Erst mit dem Parkside-Gerät.
Das ist jetzt die zweite Seite. Vorhin habe ich die erste Seite mit Fülldraht geschweißt, die zweite Seite 6 mm Blech, 2 mm Vierkantrohr. Man sieht, das ist ein Prozess von wegen, der läuft schön ruhig, schön sauber. Also man kann das bei dem Gerät wirklich gut einstellen. Man muss ein bisschen mit Vorgaben, ein bisschen arbeiten, aber dann läuft der Prozess wirklich. Also das funktioniert bei dem Gerät sehr gut, bei beiden Geräten übrigens gut. Und man sieht auch das Ergebnis. Es fehlt so ein bisschen die Energie in das 6 mm Blech. Wenn ich jetzt den Prozess dann einfach umstelle, dann kann ich bis auf 50 Ampere runterregulieren und damit kann ich problemlos mit 0,8er Draht auch 0,8 mm Blech schweißen. Ich rede nicht von Punkten, ich rede wirklich von komplett schweißen. Ich habe ja hier die Möglichkeit, die Spannung runter zu regulieren und der Drahtvorschub, den regelt das Gerät selbst. Das heißt, wenn ich das jetzt messen würde, ich wäre da niemals mehr bei 50 Ampere, sondern auch deutlich tiefer. Ja? 50 Ampere ist so der Einstellwert. Also man kann damit mit 0,8er Draht problemlos 0,8 mm Blech schweißen. Ähnlich verhält sich das jetzt auch mit dem MEW 161. Das Gerät lässt sich halt deutlich einfacher einstellen. Ich muss jetzt im Prinzip nur Mischgas wählen, also Mix als Einstellung. Dann drehe ich einfach auf 160 Ampere und dann schweißt das Gerät. Ich schweiße hier auch die 6 mm Platte mit dem 2 mm Blech. Und ich sage mal so, das Ergebnis ist ungefähr vergleichbar. Also ist jetzt kein großer, deutlicher Unterschied. Hier ist es halt nur einfacher, das Gerät einzustellen. Dafür hat man aber halt auch nicht die Möglichkeiten, um den Prozess noch anzupassen. Ich habe oben Drehregler, kann ich ein bisschen die Spannung anpassen und das war's im Prinzip. Aber wenn man das sieht hier von wegen, ich denke mal für 200 € Geräte sind das anständige Magnete. Es fehlt bei beiden Geräten so ein bisschen die Energie, um dieses dicke Material richtig gut aufzuschmelzen, um da so eine richtig gute Anbindung hinzukriegen. Auch hier kann ich 0,8 mm Blech schweißen. Ich reguliere einfach auf 40 runter und dann schweiße ich los. Also es ist denkbar einfach und funktioniert in einem ähnlichen Verhältnis wie bei dem Parkside-Gerät. Also da sind beim Max-Schweißen würde ich beide Geräte gleich einordnen mit dem 0,8 mm Draht. Jetzt kommen wir mal zu den wirklich interessanten Sachen. Ich habe mit dem MEW 161 Syn auch versucht, Dünnblech zu schweißen mit 0,6 mm Draht. Dafür denkt man eigentlich, man muss 40 Ampere einstellen. Du musst aber so um die 60, 65 Ampere einstellen und dann kann man mit dem Gerät auch 0,6 mm Draht verschweißen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also habe ich wirklich gestaunt. Man kann nahezu auf so einem 0,8er Blech malen. Also das ist wirklich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte 0,6er Draht auch schon mal mit dem Parkside-Gerät ausprobiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Geräte haben einen Drahtvorschub, der wird automatisch gesteuert. Das ist optimiert für 0,8er Draht. Und beim Parkside-Gerät ist es mir nicht gelungen, das Ganze so auszutricksen. Hier kann ich das mit ein bisschen höheren Einstellungen austricksen, dann macht es das Gerät auch sehr gut. Und das sieht man auch an den Ergebnissen. Das heißt von wegen, ich kann hier 0,8er Blech problemlos schweißen. Das heißt nicht irgendwo wie im Kfz-Bereich kleine Stückschweißung, sondern wirklich das Blech problemlos auf längere Strecken schweißen. Da habe ich natürlich Verzug drin, sieht man an diesem kleinen Blech, aber es funktioniert vom Prozess her sehr, sehr gut. Also das fand ich schon mal sehr interessant. Den Edelstahl-Fülldraht habe ich mit beiden Geräten in verschiedenen Videos schon verschweißt. Das funktioniert sehr gut. Bei dem Weldinger Gerät einfach die Spannung, also die Spannungsregulierung oben voll aufdrehen. Für das Parkside-Gerät hatte ich Einstellungen zur Verfügung gestellt. Funktioniert mit beiden Geräten. Edelstahl schweißen ohne Schutzgas. Mit diesem Draht ist es wirklich sehr gut möglich und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich gut. Also kann man wirklich sagen, gerade so im Bereich bis 3-4 mm funktioniert das wirklich super und auch im Dünnblechbereich 1,5-2 mm geht wirklich sehr gut. Jetzt gibt es verschiedene Sachen, die kann das Parkside-Gerät. QC3 löten, Aluminium schweißen, Edelstahl schweißen, das kann das Weldinger Gerät von Haus aus eigentlich nicht. Wir wollen das aber trotzdem natürlich mal ausprobieren. Das hatten sich viele Zuschauer gewünscht. Ich habe hier ein zweites Schlauchpaket mit einer Teflonseele. Das ist gerade für Aluminiumschweißen, QC3 löten wirklich wichtig. Da bringt ein Schlauchpaket mit einer Stahlseele gar nichts. Als erstes versuche ich das QC3 löten. Das heißt, ich habe jetzt kein Programm, keine Einstellung. Ich kann jetzt die verschiedenen Programme einfach mal ausprobieren, ob eins trotzdem funktioniert. Ich habe Argon 4.6 angeschlossen
Und ich habe ja jetzt ein CO2-Programm, das heißt, ich kann Mack schweißen mit CO2, wie das früher gemacht wurde, auch mit dem Gerät. Und wenn ich da ein bisschen die Spannung reguliere oben, dann funktioniert das Ganze nach 2, 3 Minuten doch ganz gut. Also muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt hier nochmal ein Musterblech, wo ich einfach mal ein paar Punkte drauf ziehe. Und dann sieht man schon, das Gerät kann in einem gewissen Rahmen auch QSI 3 löten. Also das sind viele Geräte, die deutlich teurer sind oder so, die können das auch nicht besser. Würde ich sagen, es ist vergleichbar mit dem Parkside-Gerät. Wie gesagt, Spannung ein bisschen höher geregelt, auch nicht zu wenig Leistung nehmen, sonst reguliert sich der Drahtvorschub nicht richtig und dann kann man problemlos mit dem ganzen Löten. Man sieht das hintere Blech, wo ich eben so viel gelötet habe. Da sieht man auch den riesen Vorteil an diesem Verfahren. So viel Löten auf so kleiner Stelle und da hat sich nichts großartig verzogen. Das ist immer der riesen Vorteil beim QSI 3 Löten, dass man halt deutlich weniger Wärme in das Material reinbringt. Und man sieht hier an dem Beispiel einfach auf ein Stahlblech, ein verzinktes Blech auflöten, funktioniert gut. Sollte man auf jeden Fall absaugen, weil man ja die Verzinkung auch ein bisschen aufschmilzt. Aber man beschädigt die Verzinkung nicht so, dass der Korrosionsschutz da in irgendeiner Form angegriffen ist. Man fällt nicht durch, das ist auch hier nur 2 mm oder 1,5 mm Blech, glaube ich. Also auch relativ dünn. Und also kann man mit dem Gerät wie mit dem Parkside-Gerät auch QSI 3 löten. Ist also wieder vergleichbar. Wenn QSI 3 schon funktioniert, probieren wir natürlich auch gleich Aluminium. Was brauchen wir dafür? Ein ALMG5 Draht. Dann brauchen wir eine Drahtvorschubrolle mit einer 1 mm U-Nut. Das habe ich beides da. Und dann können wir mit dem Gerät mit Aluminium wieder, mit der Teflonsehne Aluminium schweißen. Ich nehme die gleichen Einstellungen wie beim QSI 3 löten eben. Und das sind jetzt keine traumhaften, schönen Nähte, aber es geht im Prinzip. Also muss man wirklich sagen, war ich auch ein bisschen überrascht, dass das Gerät das in der Form hinkriegt. Ich würde, wenn ich vernünftig Aluminium schweißen will, immer wirklich ein anderes Gerät empfehlen. Also es ist wirklich nicht ideal, das mit so einem Gerät zu machen. Weder mit dem Parkside-Gerät noch mit dem Gerät. Beim Parkside-Gerät kann man das Ganze so ein bisschen mehr einstellen. Man hat ein Aluminiumprogramm, kriegt man doch auch ein bisschen bessere Ergebnisse nochmal hin, aber es sind halt wirklich Geräte, die sind fürs normale Mack-Schweißen, fürs Fülldrahtschweißen da. Aluminiumschweißen ist so eine Sache, kann man machen, man kann da mal kleinere Reparaturen mit ausführen, aber so richtig ideal ist es nicht. Aber mich hat es doch erstaunt, dass ich hier wirklich auf Anhieb 2, 3 Nähte hinbekommen habe, die gar nicht mal so schlecht aussehen. Wenn man das Ganze jetzt hier sieht, von wegen, dass gerade die erste Naht, bei der zweiten Naht war es dann schon ein bisschen zu warm, sieht doch wirklich gut aus. Ich habe da noch mal so ein bisschen mit rumgespielt, das ist halt so mein Naturell und man kriegt da wirklich annehmbare Ergebnisse hin. Also für kleinere Reparaturschweißungen, für kleinere Schweißaufgaben, wenn man sich dafür nicht extra ein neues Gerät kaufen will, was ja so oft so ist, dann ist so ein Gerät, genauso wie das Parkside-Gerät, dafür vollkommen ausreichend. Wenn wir schon mal dabei sind, dann schweißen wir mit dem Gerät auch gleich Edelstahl. Das heißt, ich habe 8218 als Mischgas genommen, also die denkbar einfachste Variante, auch wenn es technisch nicht hundertprozentig korrekt ist. Für den Hausgebrauch reicht das in vielen Fällen einfach aus. Das heißt, ich schweiße mit dem Gerät ganz normal Edelstahl. Das funktioniert. Es spritzt ein bisschen mehr als bei einem richtig guten Mic-Max-Schweißgerät. Richtig schön Edelstahl schweißen, da empfehle ich wirklich immer ein Gerät mit Puls. Das bricht das Edelstahl deutlich besser auf und man schweißt wirklich das Material besser. Aber es funktioniert hier und es ist auch wieder in dem Bereich sehr vergleichbar. Ich habe zu dem Parkside-Gerät ein komplettes Video gemacht zum Edelstahlschweißen, kann man sich alles angucken, habe ich wirklich alles ausprobiert. Aber wenn man das so sieht vom Fazit her, es ist sehr vergleichbar. Das ist auch so mein Fazit zu beiden Geräten. Man kann mit beiden Geräten für so einen unglaublich günstigen Preis mit Euro-Zentralanschluss so viel machen. Man hat die verschiedensten Nähte, die man hier sieht, von wegen, es ist alles ungefähr gleich. Es gibt so kleine Sachen, zum Beispiel das 06er oder den 06er Draht, dass man den mit dem Weldinger Gerät verschweißen kann. Das kriegt das Parkside-Gerät von der Regulierung her überhaupt nicht hin. Aber ansonsten sind die Nähte wirklich sehr vergleichbar. Ich würde sagen, das Parkside-Gerät schweißt ein bisschen besser Fülldraht in vielen Bereichen, gerade auch so im Dünnblechbereich ein bisschen besser, aber im Prinzip ist es schon sehr, sehr vergleichbar. Und selbst die Sachen, wo ich dachte, das Weldinger Gerät kriegt das nicht hin, die habe ich jetzt eigentlich im Prinzip auch hingekriegt. Zu dem Parkside-Gerät gibt es mehrere Videos, die werde ich hier am Ende verlinken.
Beide Geräte verlinke ich hier unter auch. Was noch offen bleibt, ist natürlich das Wick-Schweißen. Interessiert viele. Habe ich zu dem Parkside-Gerät wirklich ein ausführliches Video gemacht und es ist bei dem Weldinger Gerät nichts anderes. Ja? Man sieht hier nochmal schön die Nähte, die das Gerät eigentlich nicht kann. Aluminium schweißen, Edelstahl schweißen, QSI 3 löten. Wenn mich jetzt jemand fragt, von wegen, welches Gerät nehme ich jetzt am Ende des Tages, von wegen, ich kann es nicht so hundertprozentig sagen. Man muss das so ein bisschen abwiegen, für sich persönlich, vielleicht für den Kfz-Bereich. Für das Punktschweißen reichen beide Geräte aus, auch für kleinere Schweißnähte. Wenn man aber wirklich in den ganz dünnen Blechbereich will, ist das Weldinger Gerät mit dem 0,6er Draht wahrscheinlich ein bisschen besser geeignet. Aber im Prinzip, aus meiner Sicht, beide Geräte wirklich für den Preis super. Beide Geräte bieten für den Preis wirklich eine Menge. Und man kann da so viele tolle Sachen mitmachen. Ich kriege fast jeden Tag tolle Schweißprojekte. Das Parkside-Gerät kostet normal 219, ist aber wirklich fast einmal im Monat im Angebot für 199 Euro und das Weldinger Gerät kostet sogar dauerhaft nur 199 Euro. Ich hoffe, das war der Vergleich, den ihr euch wirklich gewünscht habt. Ich habe so ein bisschen das aus meiner Perspektive gezeigt. Für mich ist es schwierig, da wirklich einen eindeutigen Gewinner zu finden. Ich finde beide Geräte toll. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.